Hallihallo, meine lieben Freunde, die sich vom Theater auf der Weltbühne nicht blenden lassen, sondern hinter den Vorhang und die Masken schauen. Ich möchte heute das letzte Video fortsetzen, in dem ich 3 dunkel pigmentierte Fake-Identitäten von Prinz Carl Philipp von Schweden aufdeckte. Nämlich Jay-Z, Nick Cannon, also diese beiden Rapper, und Will Smith. Nun, ich lasse Sie jetzt zur Erinnerung nochmal durchlaufen, die wichtigsten Hauptmatches zu diesem Fall, rechts neben mir. Also, wie möchte ich jetzt das in diesem zweiten Teil fortsetzen? Indem ich 5 Damen, die jeweils auf die Datinglisten dieser 3 dunkel pigmentierten Fake-Identitäten verteilt sind, allesamt als schwedische Prinzessinnen aufdecke. Ja! Also Beweiskriterium der Familienrelation halt mal wieder. Ihr kennt das ja mittlerweile schon längst. Und um euch jetzt den Mund etwas wässrig zu machen, sag ich euch jetzt noch, welche 5 holden Weiblichkeiten ich da so aufdecken werde. Rihanna, Rita Ora, Mariah Carey, Beyoncé und Tyra Banks. Alles Frauen, die mit Jay-Z, Nick Cannon oder Will Smith zusammen waren. Also in diesem Video werden jetzt ein paar Weltstars enttarnt mal wieder. Aber das erste, was ich gleich nach diesem Intro machen werde, und das ist eine kleine Überraschung für euch. Also bevor ich jetzt gleich zur Aufdeckung dieser weiblichen Weltstars komme, ich werde euch einleitend zeigen, wie viele verlogene Minderwertigkeitskomplexe hinter der Fake-Identität Jay-Z stecken. Bis gleich! Einer der absoluten Hauptgründe, warum die Adligen Rollen spielen, besteht darin, die Narrative zu kontrollieren, über die man bestimmte Gruppen mit falschen Vorbildern moralisch verderben kann. Denn die gespielten Stars haben ja immer sozusagen automatisch ihre Vorbildfunktion, und so spielt auch Prinz Carl Philipp von Schweden genau deswegen solche Rapper wie Jay-Z und Nick Cannon, um den Charakter von, was weiß ich, frustrierten Jugendlichen zu verderben. Um ihnen Kriminalität, Drogenkonsum, Zuhältermentalität als was Cooles zu verkaufen. Also Prinz Carl Philipp von Schweden, ganz ehrlich, dein ganzes krankes Rap-Gedisse und deine Kriminalitätsverherrlichung ist vergleichbar mit dem Rumgeplärre eines kleinen narzisstischen Kindes, dem man im Sandkasten die Schippe weggenommen hat. Was dich aber im Vergleich zu so einem kleinen Kind mal richtig übel abwertet, ist die Tatsache, dass dieses ganze Gangster-Rap-Gedönse gar nicht deine wirkliche Lebensrealität ist, sondern lediglich so eine Manipulationstechnik, die du hinter dem Tarnmantel, dem feigen Tarnmantel einer Fake-Identität anwendest, also für die du dir künstlich diese Lebensrealität aus Ghetto und Drogendealerei ausgedacht hast. Du machst das hinter der Tarnung des Charakters Jay-Z mit einer Tarnung, durch die du auch noch mit so einer aufgekleisterten Affenschnute und aufgeklebten Bongolippen rassistische Ressentiments bedienst. Naja, Prinz Carl Philipp, du verlogenes Stück Scheiße, machst ja letztendlich nur das, was alle Adeligen machen, im Showbiz Fake-Identitäten spielen, die Untertanen, also die Bürgerlichen, moralisch versauen
Und in der Politik und in den Nachrichtensendungen spielt man dann die anständigen Saubermänner und Experten, die uns Bürgerlichen sagen, was politisch korrekt ist. Diesen etwas ausführlicheren Diss muss ich jetzt einfach mal hier an den Anfang stellen, weil mich dieses ganze Macho-Gangster-Getue mit seinen ganzen Prahlereien einfach nur ankotzt und auch weil vielleicht einige diesen Rapper Jay-Z gar nicht kennen und jetzt nicht genau wissen, für was für wirklich ekelhafte Prahlereien Karl Philipp diese Fake-Identität eingesetzt hat. Deswegen will ich da jetzt einfach mal ein Negativbeispiel für geben mit einer Textzeile von Jay-Z's Song Big Pimpin'. Also nur mal kurz zur Einordnung. Pimpin ist im Hip-Hop ein Slangbegriff für Zuhälter, die Mädchen von der Straße aufsammeln, sie in ihr privates Bordell schicken und dann möglichst viel Geld mit denen verdienen wollen. Und vor dem Hintergrund dieser Bedeutung kann ja jetzt jeder darüber nachdenken, was folgende Textzeile aus Jay-Z's Lied Big Pimpin' zu bedeuten hat. You know I suck 'em, fuck 'em, love 'em, leave 'em, 'cause I don't fucking need 'em, take 'em out of the hood, keep 'em looking good, but I don't fucking feed 'em. Ich habe das mal auf X bei Grog eingegeben, weil Grog solche Sachen auch kontextabhängig aus dem Hip-Hop-Slang heraus übersetzt. Dabei kam dann raus, du weißt, ich mache sie zu Sucks, ich ficke sie, liebe sie, lass sie fallen, weil ich sie verdammt nochmal nicht brauche. Also hier unterbreche ich mal, das war jetzt nur die Übersetzung der ersten Hälfte, also die Formulierung, ich mache sie zu Sucks, hört sich im Deutschen ein bisschen komisch an, was daran liegt, dass dieses I suck them aus dem Original nicht wörtlich übersetzt werden kann. Grog erläutert dazu weiter unten, dass dieses I suck them ein umgangssprachlicher Slang dafür ist, im Amerikanischen jemanden in einen Gangster-Lebensstil reinzuziehen. Also da rappt Jay-Z wohl offensichtlich in der Rolle eines Zuhälters, der das mit dem I suck them scheinbar auf die Mädchen bezieht, die er von der Straße aufgegriffen hat und in sein Bordell überführt hat, oder seine Jungs haben das für ihn gemacht. Keine Ahnung, wie das da in seiner Fantasie abläuft. Ja, genau, diese Mädchen zieht er in so einen Gangster-Lebensstil mit rein. Also der Bordell-Kontext ergibt sich dann auch eindeutig aus der weiteren Übersetzung, mit der ich jetzt fortsetze. Es geht weiter ab dem Vers Take them out of the hood. Hol sie aus dem Hood, lass sie gut aussehen, aber ich fütter sie verdammt nochmal nicht durch. Yo! Auch hier eine Erläuterung zu der Zeile Take them out of the hood von Grog. Laut Grog ist Hood eine Abkürzung des Wortes Neighborhood. Okay, macht Sinn. Das bedeutet ja einfach eine Nachbarschaft. Doch diese Bedeutung wurde im Laufe der Zeit immer mehr speziell auf ärmere Stadtteile angewendet. Also besonders cool, die angestellten Prostituierten soll man aus dem Ghetto aufgabeln. Die sind ja auch auf mehr Geld angewiesen und lassen sich bestimmt leichter in so einen Gangster-Lebensstil sacken. Oh mein Gott, also das ist so schlecht. Also die insgesamt sinngemäße Übersetzung dieser verschissenen Slangzeile ist dann: Du weißt, ich ziehe die in meinem Bordell angestellten Prostituierten in einen kriminellen Lebensstil hinein. Ich ficke sie, ich liebe sie, ich lasse sie fallen, weil ich sie verdammt nochmal nicht brauche. Gabel sie aus dem Ghetto auf, lass sie gut aussehen, aber ich fütter sie verdammt nochmal nicht durch. Hier sieht man also,
was Prinz Carl Philipp von Schweden an absolut gestörter Coolness in die Köpfe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen reinimpfen will. Also dazu so etwas von sich zu geben, so etwas allgemein Menschenfeindliches und das Ganze dann auch noch hinter einem feigen Tarnmantel, um durch eine gezielte Verschwörung die Herzen der Menschen zu zerstören. Also dazu gehört meines Erachtens nach schon eine ganz ordentliche Mischung aus Minderwertigkeitskomplexen, moralischer Verrohung und Psychopathie. Es war mir sehr wichtig, am Beispiel von Jay-Z wirklich zu zeigen, was für einen katastrophalen Einfluss diese Gangster-Rapper-Fake-Identitäten von Carl Philipp haben und wie krank das Ganze ist. Nachdem ich das jetzt gerade abgehandelt habe, kann ich ja jetzt endlich dazu kommen, die berühmten 5 weiblichen Weltstars aufzudecken, die ich vor dem Intro ankündigte, nämlich Rihanna, Rita Ora, Mariah Carey, Beyoncé und Tyra Banks. Wie bereits erwähnt, werden das zufälligerweise allesamt schwedische Prinzessinnen sein. Ich werde jetzt alle 5 der Reihe nach durchgehen, also alle 5 Weltstars und auch jeweils nachweisen, dass die abzuhandelnde weibliche Fake-Identität wirklich mit Jay-Z, Nick Cannon oder Will Smith zusammen war. Oder vielleicht auch mit 2 von denen oder sogar mit allen 3. Rihanna und Jay-Z hatten eine Liebesbeziehung miteinander. Ferner haben die beiden auch zusammen mit Kanye West den Song Run This Town rausgebracht. Und dementsprechend ist es kein Wunder, dass Rihanna von Prinzessin Sophia von Schweden gespielt wird, die ja die Gattin von Prinz Carl Philipp ist. Ne? Und auch Rita Ora ist mit Jay-Z verbunden. Es wird gemunkelt, dass Jay-Z und Rita eine Affäre miteinander hatten. Das war das sogenannte Becky-Drama. Ja, also warum wird das so gemunkelt? Das seht ihr hier in diesem Artikel von Promi Flash. Die Gattin von Jay-Z ist ja Beyoncé, zu der wir ja gleich noch kommen werden. Und Beyoncé hatte auf ihrem Album Lemonade mehrere Tracks, die andeuteten, dass sie von ihrem Gatten Jay-Z betrogen wird. Oh, also sie nannte in ihren Liedern die Frau, mit der Jay-Z sie betrogen hatte, die nannte sie Becky. Und zu der Zeit, in der Beyoncé dieses Lemonade-Album rausbrachte, stand Rita Ora bei Jay-Z's Plattenlabel unter Vertrag. Da sieht man mal wieder, das sind so die typischen Anspielungen, mit denen die Adeligen absichtlich solche Shit-Stories aufbauen. Die Adeligen können dann ja natürlich auch untereinander absprechen, was für Textzeilen Beyoncé singen soll und wie Jay-Z und Rita Ora darauf dann aufspringen sollen, auf solche versteckten Anspielungen. Also geht natürlich besonders gut, weil die Beyoncé von Prinzessin Madeleine von Schweden gespielt wird. Aber da kommen wir, wie gesagt, noch später zu. Auf jeden Fall lässt sich die Rita Ora zufälligerweise super mit Rihanna matchen. Und dementsprechend wird die Rita Ora genauso wie Rihanna
ebenfalls von Karl Philipps Gattin Sophia von Schweden gespielt. Was ich hier noch ergänzen möchte, ich habe schon mal vor 3 Jahren in einem Video gezeigt, dass Rita Ora und Rihanna beide von Sophia von Schweden gespielt werden. Und zwar in dem Video, das ich euch jetzt gerade oben rechts verlinke. Dort enttarnte ich nämlich einen weiteren Rapper als Prinz Karl Philipp von Schweden, nämlich den Rapper Snoop Dogg. Und ich stieß damals auf die Identität zwischen Rihanna und Rita Ora, weil die Rita Ora nicht nur mit Snoop Dogg zusammen war, sondern auch mit Rihannas Ex-Lover Chris Brown. Kommen wir jetzt zu einer weiteren schwedischen Prinzessin, nämlich zu Victoria von Schweden. Die spielt nämlich die Mariah Carey und ihr seht es schon rechts neben mir eingeblendet. Mariah Carey war sogar mit allen 3 Fake-Identitäten zusammen, die ich im ersten Teil als Prinz Karl Philipp von Schweden aufgedeckt hatte. Also mit Jay-Z, mit Nick Cannon und mit Will Smith. Mit Nick Cannon war sie sogar von 2008 bis 2016 verheiratet. Und natürlich lässt sich Mariah Carey auch mit Michelle Obama matchen, denn ich habe ja erst vor gut 5 Wochen dieses Video gemacht, in dem ich Barack Obama als Prinz Daniel von Schweden aufdeckte und Michelle Obama als dessen Gattin Victoria von Schweden. Durch solche Cross-Matches bestätigt sich also mal wieder alles. Jetzt kommen wir zur letzten schwedischen Prinzessin, die ich hier einbezogen habe, nämlich zu Madeleine von Schweden. Ich glaube, ich habe in der Vergangenheit schon sehr oft gesagt, dass Beyoncé von Madeleine gespielt wird. Und genau darum geht es jetzt auch, denn es ist ja allgemein bekannt, dass Jay-Z mit Beyoncé verheiratet ist. Und ich bin auch froh, dass ich bereits diese Story erläutert hatte, in der das schwedische Adelshaus durch Liedzeilen von Beyoncé das Gerücht in die Welt gesetzt hat, dass sie von Jay-Z mit Rita Ora betrogen wird. Also als Beyoncé diese Lieder mit diesen Andeutungen geschrieben hat, da hatte die Fake-Hochzeit zwischen Beyoncé und Jay-Z schon stattgefunden. Da sieht man also erneut, mit was für kranken Storys uns die Adeligen beeinflussen wollen. Und dass das alles nur gefaked war, sieht man daran, dass sowohl Jay-Z, Rita Ora und auch Beyoncé jeweils Fake-Identitäten aus derselben schwedischen Adelssippe sind. Ja, in diesem Sinne also hier die Bildvergleiche zwischen Beyoncé und Madeleine von Schweden.
Jetzt kommen wir zu Tyra Banks, eine Talkshow-Moderatorin, Schauspielerin und ein ehemaliges Model. Die Tyra war mal mit Will Smith zusammen, nachdem sie einen Gastauftritt in der Sitcom Der Prinz von Bel-Air hatte, die ja von Will Smith geheadlined wurde. Und mir ist aufgefallen, dass sich diese Tyra Banks super mit Beyoncé matchen lässt. Aber bevor wir zu diesen Matches kommen, lasse ich jetzt noch mal kurz rechts von mir einige Quellen weiter durchlaufen, die den Background bestätigen, den ich gerade erzählt habe. So, das sollte jetzt reichen. Also, hier ein deutliches Match zwischen Tyra Banks und Beyoncé. Da Tyra Banks nicht so bekannt ist und viele vielleicht nicht wissen, wie die aussieht, hier die Originalquelle, wo ihr den Beweis habt, dass es sich wirklich um Tyra Banks handelt. Dann noch dieses Match hier zwischen Tyra Banks und Beyoncé. Und auch hier die Originalquelle zum Bild von Tyra. Das Match hier zwischen den beiden sieht extrem gut aus. Das sieht sogar so gut aus, dass ich da jetzt zu beiden die Originalquelle angeben will. Hier die Originalquelle zum Bild von Tyra Banks. Und hier die Originalquelle zum Bild von Beyoncé. Und wenn man diese beiden Bilder im richtig gedrehten Zustand nebeneinander stellt, kommt wie bereits gezeigt das dabei raus. Dieser Vergleich hier macht es vielleicht auch nochmal etwas deutlicher. Und auch hier die Originalquelle zum Bild von Tyra Banks. Und die Originalquelle zum Bild von Beyoncé. Und jetzt dürfen natürlich auch nicht die direkten Vergleiche fehlen zwischen Tyra Banks und Madeleine von Schweden. Dieser Bildvergleich hier gefällt mir besonders gut. Da muss ich direkt die Originalquelle zum Bild von Madeleine angeben, damit ihr mir das glaubt. So, das dürfte jetzt erstmal reichen. Jetzt will ich euch zu guter Letzt noch zeigen, auf was für entstellend verstörende Bilder ich bei meinen Recherchen nach Tyra Banks gestoßen bin. Auf diesen Bildern hier sehen die gefletschten Zähne und die Katzenaugen für mich persönlich mal wieder sehr stark nach satanischer Besessenheit aus. Während hier in dieser Bilderreihe eher so eine Plastikmaske hervorzustechen scheint, auch die Mundform wirkt da irgendwie arg kurios gekünstelt. Also es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus Besessenheit, Prothesen und Plastikmaske. Also ich weiß nicht. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir in die Kommentare. So, das waren jetzt insgesamt wirklich sehr eindeutige Beweise. Ich habe nicht nur in einem ersten Teil JC, Nick Cannon und Will Smith in allen Varianten untereinander cross-gematcht und dann auch noch alle der Reihe nach
mit Prinz Karl Philipp von Schweden gematcht, sondern ich habe auch noch zusätzlich in einem zweiten Teil insgesamt 5 Geliebte von Jay-Z, Nick Cannon und Will Smith jeweils mit einer schwedischen Adeligen gematcht und diese 5 Geliebten teilweise auch untereinander gematcht, nämlich Rita Ora mit Rihanna bzw. Tyra Banks mit Beyoncé. Also für mich ist die Sache damit eindeutig bewiesen. Ich habe meinen Job für heute erfüllt und verabschiede mich hiermit von euch. Tschüss, euer Zombie Solertius.